Servus Leute, herzlich willkommen bei meinem nächsten Kochvideo. Heute machen wir einen Käsekuchen, natürlich auf Low Carb Basis, wobei Käsekuchen ist schon mehr oder weniger Low Carb. Aber das Geile an dem Rezept ist, wir haben ganz wenige Zutaten und ich verspreche euch, das wird richtig Hammer schmecken. Boah, das riecht Hammer, ey. Wirklich. Boah, das sieht doch schon mal richtig stramm aus. Feierabend. Das ist der Real One. Ich schwöre, ich mache nicht extra. Beste. Kommen wir zu den Zutaten. Wir haben eine ganze Packung Vanillepulver, beziehungsweise das ist Vanillepuddingpulver. Wir haben 750 Gramm Quark. Ob ihr jetzt da Magerquark nimmt oder 40%igen, das macht jetzt nicht den Unterschied. Wir haben 3 Eier und wir haben Erythrit und Stevia. Das werden wir nach eigenem Geschmack süßen. So Leute, wir fangen jetzt an. Ich habe schon mal 250 Gramm Magerquark reingemacht, weil die Packung war halb offen und ich wusste nicht, wie viel Gramm das ist. Jetzt kommt auf jeden Fall der Rest vom Magerquark hier rein. Dann haben wir 750 Gramm Magerquark. Die Magerquark ist jetzt drinne. Jetzt hauen wir unsere Vanille, Creme, Pulver, Pudding, wie es auch mal heißt, rein. Dann machen wir so eine ganze Packung rein und die ganze Packung sind 60 Gramm. Vielleicht wird einer oder andere sagen hier, Low Carb, Vanillepudding, das sind 60 Gramm und auf 100 Gramm hat das 18 Gramm Kohlenhydrate. Das heißt, wir haben hier ungefähr 9 Gramm Kohlenhydrate, also es ist vollkommen okay. Dann haben wir unsere 3 Eier, die wir jetzt hier auch reinknallen werden. Und jetzt verrühren wir das Ganze erstmal und danach machen wir den Zucker rein. So, jetzt machen wir den Zucker rein. Ich fange erstmal an mit 3 gehäufte Esslöffel Xylit. Und dazu machen wir einen normalen Esslöffel Stevia. Warum machen wir einen Esslöffel Stevia? Aus dem einfachen Grund. Bei Xylit oder bei Erythrit, da gibt es ein Problem, nämlich das hat so einen komischen, coolen Nachgeschmack. Und wenn wir einen Esslöffel Stevia nutzen, dann wirken wir gegen diesen coolen Nachgeschmack entgegen und somit haben wir so eine schöne Balance. Übrigens sind bei 100 Gramm Stevia oder bei 100 Gramm Erythrit ist das ungefähr ein Verhältnis zu 80%, 90% zu raffinierten Zucker. So, wir machen noch ein bisschen Milch rein, denn damit die Masse ein bisschen flüssiger wird. Ungefähr nach einem Augenmaß. Ich würde mal jetzt schätzen, ich mache jetzt so 50 ml erstmal rein. Übrigens ist der Zuckergehalt jetzt so perfekt. Die 3 gehäuften Esslöffel und den einen Esslöffel Stevia haben einen sehr schönen Zuckergeschmack gegeben. Ich würde sogar sagen, wir machen noch ein bisschen mehr rein, damit es flüssiger wird. So, jetzt probiere ich mal noch mal. Boah, wenn das nicht gut wird, dann breche ich YouTube ab. Okay. Boah, das schmeckt brutal. Küche aufgeräumt, Platz gemacht. Weiter geht's mit unserer Masse, die jetzt in unsere runde Kuchenform kommt. Wie gesagt, es kommt darauf an, welches Vanillepuddingpulver ihr kauft. Wir hatten jetzt das von Dr. Oetker. Ein Freund von mir hatte ein anderes aus Aldi.
Und bei ihm war das so, dass seine Masse trotzdem flüssig war. Deswegen haben wir das Ganze jetzt mit Milch etwas flüssiger gemacht. Aber es schmeckt echt krass, jetzt schon. Jetzt geben wir das Ganze rein. Nachdem das Ganze hineingegeben wurde, müssen wir das Ganze auch schön verteilen. Versuchen bestmöglich, dass das eben ist. Also ich bin jetzt kein Maler und kein Künstler, deswegen werde ich versuchen, das irgendwie glatt zu streichen. Aber ich wette euch, ihr macht es besser als ich. Ja, kann sich sehen lassen. Kann sich sehen lassen. Finde ich gut. Was sagst du dazu, Frau? Ist doch schon mal was. Ja. So, jetzt klopfen wir das Ganze, damit unten die Löcher zugehen. Aber aufpassen nicht, dass euch das Ganze um die Ohren fliegt. Das reicht auch schon. Das Ganze kommt jetzt in den Ofen bei 160 Grad Umluft für 40 bis 70 Minuten. Ja, die Zeitspanne ist da relativ groß. Ihr müsst schauen, wie euer Ofen ist. Mein Ofen heizt bei anderen Kochrezepten, wenn da steht halbe Stunde, innerhalb von 20 Minuten zum Beispiel. Je nachdem, ihr müsst hingehen, das Ganze abchecken, weil wenn ihr das mit dem Messer schneidet, darf da irgendwie nichts mit den Stückchen noch dann hochkommen. Das muss glatt wieder raus. Am besten mit so einem Zahnstocher ähnliches oder so einem Spieß. Einfach mal reinstechen, rausstechen. Wenn das glatt wieder rauskommt, dann heißt es, okay, ihr könnt das Ganze jetzt rausholen. Wir sehen uns auf jeden Fall, sobald das Ganze aus dem Ofen ist. Ach ja, Kameramann, bitte folgen Sie mir. Das kommt jetzt hier rein und wir haben jetzt noch eine Schale Wasser drin, damit eben beim Kuchen keine Risse entstehen. Das hilft auf jeden Fall bei Rissen, eine Schale Wasser. Wir sehen uns dann, sobald der Kuchen raus ist. So Leute, der Ofen war jetzt wie lange an? Wir haben das 21:35 Uhr reingemacht, also eine Stunde genau auf 160 Grad Umluft. Jetzt schauen wir mal uns das Ganze hier an. Ist oben leicht schwarz. Jetzt machen wir den Stäbchentest. Boah, sehr fluffig drin. Und nichts. Das heißt, unser Käsekuchen ist soweit fertig. Wir holen das Ganze jetzt hier raus. Und es erinnert mich ein bisschen an San Sebastian Cheesecake. So Leute, der Kuchen wird jetzt abkühlen und später werde ich den verzehren, beziehungsweise eigentlich morgen abkühlen lassen, in den Kühlschrank und am nächsten Tag probieren. Kommt auch noch ins Video rein. Also, wir sehen uns dann beim Essen. Servus Leute, jetzt haben wir einen Tag später und der Kuchen war jetzt einen ganzen Tag und eine ganze Nacht im Kühlschrank. Wir holen es mal jetzt raus. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich finde, das lässt sich auf jeden Fall anziehen. Machen es mal aus der Kuchenform raus und schneiden mal ein Stückchen raus und probieren mal. Wir haben jetzt den Kuchen von der Backform auf hier so eine Küchenform gegeben. Und wir schneiden mal direkt ein Stück und probieren mal. So ein kleines, ich habe eigentlich gar keinen Hunger, aber einfach mal probieren. Seht ihr, kommt nichts ab.
Nun probiere ich mal ein Stück, ich bin mal gespannt. Schmeckt gut. Ja. Das sind ein paar Zutaten nur. Lässt sich sehen, schmeckt fast wie Originale aus der Bäckerei. Käsekuchen. Könnt ihr auf jeden Fall nachmachen. Ist kein Fail. Ist sehr, sehr gut geworden sogar. Schreibt mir in den Kommentaren, ob ihr das nachgemacht habt und wie ihr es auch findet. Würde mich darüber freuen. Bis zum nächsten Video.